Oh, hallo. Ich bin soeben aus einem Baumarkt rausgelaufen. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben nicht das Gefühl, aus einem Baumarkt rauszulaufen und viel zu viel Geld ausgegeben zu haben. Ja, der Boden ist immer noch rutschig. Naja, Sie sehen, mein Schrank. Ist ja nicht wunderschön? Naja, um der Wahrheit die Ehre zu geben, das ist alles nur die Innereien. Also die Platten, die du sowieso nicht siehst, die ich eh anmal. Und da ist keine Frontplatte dabei und die Schubladen an sich sind da auch nicht dabei. By the way, das sind übrigens die Platten, wo meine Kleidung reinkommt. Ich hatte hier ein T-Shirt hingelegt. Ich hoffe mal, da passt genau ein T-Shirt drauf. Ich bin mir ein wenig unsicher. Er hat sie mir gegeben und ich wusste, was es ist und habe gedacht, vielleicht war es ein bisschen kurz. Naja. Ich habe schon mal eine Kommode wie diese gebaut. Das Problem bei der hier war nur, dass ich natürlich nicht mit eingerechnet habe, dass die Wand, an der die Kommode steht, sich nach hinten biegt. Beziehungsweise ich hatte es eingerechnet, bin aber idiotischerweise davon ausgegangen, dass meine Wand wenigstens im oberen Teil einigermaßen so ungefähr gerade ist. Muss ich noch erwähnen, dass sie das nicht ist. So ein Abfuck, du stellst halt ein Teil hin, versuchst es in die Mitte zu schrauben, du musst das rechte Teil festhalten, das linke Teil, die Mitte fällt runter. Ist zum Kotzen. Die zwei magisch erschienenen Leisten an der Wand dienen übrigens zur Stabilisation des Schrankes, weil der eben keine Rückwand hat. Die Rückwand würde die nötige Stabilisierung in die Querrichtung, aka Fahrtrichtung geben. Später bin ich dann auf die Idee gekommen, einfach Winkel zu benutzen und die in die Rückseite zu schrauben. Jo, das passt. Das tue ich jetzt auf die Seite legen, also auf die Frontkante. Dann tue ich die Bodenplatte festschrauben und die zwei hinteren Leisten anschrauben. Dann sind die hinteren Leisten auch nicht nur zu zier wie gerade, sondern halt noch tatsächlich Gewicht. Und da muss ich wahrscheinlich Holz kaufen gehen, weil ich habe ja ein Maß verkackt. Und das hat eben dazu geführt, dass die ganzen Dinger nicht passen, weil da auch ein Winkel dran ist. Habe ich auch nicht mehr eingerechnet, weil ich blöd bin. Es ist ja MDF. Ey, Alter, ich habe noch nie so viele Maße verkackt wie bei diesem Bau. Ohne Witz. Nachdem ich mich aus natürlich rein dramaturgischen Gründen dazu entschieden hatte, dass es mal gut wäre, wenn was funktioniert, habe ich alle Maße richtig gemacht und mein Grundgerüst stand. Jo, nachdem ich das aufgebaut habe, baue ich es wieder ab. Platte ist drauf. Die Platte übrigens im Baumarkt sah sie schöner aus. Außerdem, das ist sehr dunkel. Das ist nicht so dunkel, das ist frisch angeschnitten. Das heißt, das Ding wurde mal nachgedunkelt. Wahrscheinlich tue ich jetzt abschleifen, die Dunklung. Es ist geölt und dann tue ich nochmal drüber lackieren. Sieht halt ein bisschen aus, als hätte einfach Farbe drauf gemacht. Das ist irgendwie scheiße. Und dann baue ich den ganzen Ding auseinander, grundieren, lackieren und dann kommt es wieder zusammengesetzt und dann bleibt es auch endlich so. Nein, bleibt es nicht. Da wo die Schranktüren, da kommen diese Scharniere, die müssen noch da dran. Da komme ich mit dem Akkuschrauber so nicht hin. Außerdem müssen die Schienen für die Schubladen da dran. Außerdem muss ich das Ding noch ein paar Zentimeter kürzen. Habe ich alles vergessen. Erwähnte ich, dass ich bei diesem Schrank viel verkackt habe? Alle Schranktüren und alle Schubladen durch ausmessen, dass ich die schon mal zuschneide auf der Kreissäge, dass ich die alle habe und dann baue ich es auseinander und schraube da ein bisschen rum. Und dann gucken wir, wie ich das mit den Schranktüren mache. Schranktüren. Schranktüren sind toll. Bewegliche Teile sind toll. Schubladen haben den großen Vorteil, dass du immer alles siehst und auch den letzten Winkelplatz ausnutzen kannst. Aber wie man wahrscheinlich schon bemerkt hat, mache ich 90% von dem, was ich hier tue, zum ersten Mal. Und damit auch meine Schranktüren. Mit größter Freude, wenn auch unfreiwillig, präsentiere ich hiermit die 3 bis 20 Dinge, die man beim Schranktürenbauen falsch machen kann. Ist ja auch irgendwo schon der Spirit. So, nachdem ich jetzt locker 2 Stunden lang weniger erfolgreich versucht habe, diese Tür da vernünftig ranzukriegen, weiß ich, was das Problem ist. Ich war gerade auch mal im Baumarkt. Alle Probleme lösen sich im Baumarkt. Leider, da lässt man nämlich auch Geld. Problem gerade ist, diese Tür, die ich als erstes gebaut habe, wunderbar. Sie öffnet sich wie eine 1 und klingt auch wie eine 1. Die zweite Tür. Ja. Problem ist, ich habe diese Scharniere. Diese Scharniere sind eigentlich vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, eigentlich sollte man diese Scharniere so einbauen, dass das, was ausgespart werden muss, in der Tür ist. Ich habe das gerade genau andersrum eingebaut, nämlich dass es in der Wand ist, weil meine Türen nicht dick genug sind, als ich da was aussparen könnte. Ja, das gehört eigentlich andersrum, das wusste ich nicht. Wenn man drüber nachdenkt, ist es auch völlig schwachsinnig, dass es andersrum gehört, weil wer baut denn dicke Türen? Ich meine, guck dir mal an, du hast irgendwie so einen Zentimeter dicken Schrank und dann baust du 5 cm dicke Türen dran. Das macht doch keinen Sinn. So ist in meinem Gehirn nicht. Jetzt war ich im Baumarkt und habe andere Scharniere gekauft, mit denen es hoffentlich funktioniert. Die Scharniere, die ich jetzt gekauft habe, machen es nämlich, dass die Tür sich nicht nach außen bewegt, sondern halt da bleibt, wo sie ist. Manchmal ist man eben gar nicht zu blöd, sondern die Scheiße funktioniert einfach nicht. In dem Fall war es zwar eine Mischung aus beidem, am Ende habe ich aber doch tatsächlich Schranktüren und Schubladen. Ja. Gut, das war
der Schrank. Also ich habe schon mal einen Schrank gebaut für mein Zimmer. Damit war ich unglücklicher. Eigentlich ist der Schrank gar nicht mal so scheiße. Aber jetzt kommt die Liegefläche. Da liegt Holz. Sonst, bevor ich die Liegefläche mache, muss ich das hier noch dämmen, weil ich bin jetzt erst Autobahn gefahren. Da tue ich jetzt gerade noch mit Armaflex gerade noch mal eine Schicht drauf machen oder zwei, dass es einfach ruhiger ist und dann kommt die Liegefläche drauf. Ladies and Gentleboys, die 3 Stützen der Macht sind fertig. Das wird die mittlere Stütze, die 2 außen sind auch fertig. Die rechte ist sogar fest, die hier noch nicht. Die schraube ich da irgendwann fest. Jetzt muss ich das Spacing anpassen. Außerdem muss ich gucken, dass die vorne alle 3 gleich sind. Wahrscheinlich spanne ich da gleich eine Schnur. Hier ist das wichtige Spacing, weil da muss mein Crashpad reinpassen. Jo, nach einer kleinen Kaffeepause habe ich diese Tür neu gemacht. Warum? Vorher, habe ich euch gerade vorhin schon gezeigt, waren die Winkel so wie bei dieser Tür, dass die nach hinten rausgeht. Das geht natürlich nicht, weil jetzt hier kein Platz mehr ist. Deswegen, na komm, geh auf, schwingt die jetzt nur noch so. Übrigens, schöner Nebeneffekt, hier ist noch ein bisschen Platz. Und wenn ich Glück habe, ist es genau genug Platz, um da noch eine Verschalung hinzumachen. Dann kommt nämlich hier vorne Verschalung, hier vorne auch und hier vorne, dass man die irgendwie aufmachen kann. Aber erstmal mache ich die Verschalung hier vorne. Ich habe noch ein bisschen Holz. Let's do it. Da rechts neben die Verschalung kommt später, wenn ich realisiert habe, dass da auch was hin muss, übrigens eine zweite Verschalung. Aber das erzählt euch später Vlog Chris, nachdem ich meine 1,60 Meter Matratze zugeschnitten habe. Danke Ausbau, Chris. Hi. Wie du siehst, sieht das hier alles anders aus. Ich habe Vorhänge und eine kaputte Heckscheibe. Außerdem ist mein Auto generell kaputt. Ich hatte einen Unfall und ich bin wieder in Deutschland. Ja. Was das Ganze mit dem Ausbauen zu tun hat, werdet ihr in einem der späteren Videos sehen. Das Ausbauvideo war jetzt erstmal vorbei. Mehr Material hatte ich nicht. Es tut mir übrigens leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich da irgendwie mal wieder dazu gekommen bin, irgendwie Videos zu machen. Aber ich habe mit dem Studium angefangen, hatte nicht so viel Zeit. Die alte Dame wird verkauft. Ich kaufe mir einen T3 und mache mit den Ausbauvideos weiter. Jetzt weiß ich, wie das geht. Wenn euch das interessiert und wenn euch auch noch interessiert, was mir in Portugal so was in Portugal so passiert ist, paar geile Geschichten dabei. Dann abonniert doch gerne, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, keep on building. Wir sehen uns. Relativ bald sogar. Ich verspreche nichts, aber ich denke, wir sehen uns bald. Tschüss.